Hallo und willkommen in meiner Küche. Das Frühjahr ist endlich da, aber es ist noch kalt und so gibt es bei uns heute eine Spargelsuppe. Aber keine Suppe aus ausgekochten Schalen, sondern nur gute Zutaten. Spargel, Hühnerbrühe, Ei und in guter Butter geröstetes Brot. Diese Vorspeise ist extrem delikat und wer sie nicht ausprobiert hat, hat etwas verpasst. Wer den Spargel selber schält, benutzt am besten einen Spargelschäler, damit geht es am einfachsten. Darauf achten, dass wirklich alle Schale entfernt ist, sonst wird es unangenehm beim Essen. Am unteren Ende schneidet man ca. 2 bis 3 Zentimeter ab, da die Enden schon mal bitter sein können. Nun wird der Spargel in Stücke geschnitten. Das Messer wird schräg gehalten und nach jedem Schnitt dreht man mit der anderen Hand die Spargelstange ein Stück von sich weg, sodass die Schnitte unterschiedlich verlaufen. In einem Topf wird etwas Butter ausgelassen. Nicht zu viel, lieber etwas für das Rösten des Brotes beiseite nehmen. Nun wird der Spargel in den Topf gegeben und kurz angeschwitzt. Nach ein paar Minuten gebe ich die Hühnerbrühe dazu, rühre einmal kurz um und damit alles schneller kocht, gebe ich einen Deckel auf den Topf. In einer Pfanne lasse ich Butter aus und gebe in mundgerechte Stücke gerissenes Brot, zum Beispiel Baguette, dazu und lasse es bei ganz niedriger Temperatur anrösten. Der Spargel kocht mittlerweile und ich nehme den Deckel ab und lasse ihn fertig garen. Die Brotstücke können gewendet werden, um weiter auf niedriger Hitze zu rösten. Es ist gut, wenn sie trocken werden. Die Zeit nutze ich, um einen Teelöffel Maisstärke in etwas Wasser aufzulösen und zu verrühren. Ob der Spargel gar ist, muss natürlich getestet werden. Die Maisstärke rühre ich nun in die Brühe, um sie ein klein wenig anzudicken. Nun gebe ich 2 Eier in die Suppe und lasse sie darin pochieren. Ein Ei wird mit einem Messer aufgeschlagen und ich lasse es direkt in die Suppe gleiten. Bei 2 Eiern kann man das so machen, wenn es mehr sind, sollte man sie vorbereitet in Tassen stehen haben. Die Garzeit der Eier beträgt 4 bis 5 Minuten. Dies ist natürlich abhängig von der Hitzezufuhr, der Größe der Eier und persönlicher Vorliebe. Zum Ende der Garzeit habe ich die Hitze abgedreht und die Eier in der Brühe gar ziehen lassen, denn es wäre schade, wenn bei diesem Essen die Eigelbe fest würden. Zu guter Letzt habe ich noch 2 Esslöffel süße Sahne vorsichtig in die Brühe gerührt. Wenn euch mein Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal. In meine vorgewärmten Teller habe ich die Brotstücke gegeben und darauf gebe ich nun den Spargel mit seiner Brühe. In die Mitte lege ich mit Hilfe eines Salatlöffels das pochierte Ei und verteile dann weiter die Suppeneinlage. Zum Abschluss verteile ich noch etwas klein geschnittenen Schnittlauch. Das war's, es kann gegessen werden. Die Hühnerbrühe harmoniert aufs Beste mit dem Spargel und es ist, als würden sich diese beiden Geschmäcker gegenseitig begünstigen. Das Eigelb ist noch flüssig und einmal angestochen, verteilt es sich in die Brühe und gibt allen einen wunderbar cremigen Geschmack. Leider ist die Vorspeise sehr schnell gegessen und man möchte nur eins, weiter essen. Ihr müsst dieses Essen unbedingt einmal ausprobieren. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!